Moin moin, herzlich willkommen zum TWS und kennt ihr das auch? Da sucht man etwas ganz Bestimmtes und wühlt sich durch Keller, Abstellkammern und Kisten, um dann einen uralten Schatz zu finden. In meinem Fall war das ein kleiner Kasten mit bemalten Miniaturen aus Mitte der 1980er Jahre. Darunter meine allererste bemalte Figur und noch ein paar ganz besondere Modelle. Daher möchte ich nun mit euch einmal die Zeit um knapp 35 bis 40 Jahre zurückdrehen, in der ich noch mehr Revell als Acrylfarben hatte, Trockenbürsten, die mega Spezialtechnik war und Terminatoren von Games Workshop noch ganz anders aussahen. Fangen wir direkt mit der Figur an, die Mitte der 1980er wohl mein allererstes bemaltes Modell war. Natürlich mit Revellfarben, und weil mir jemand Lack als Schutz empfohlen hatte, hatte ich noch glänzenden Nagellack von meiner Mutter drüber gegeben. Keine Ahnung, welcher Hersteller hinter dieser Miniatur steckt, aber ich war damals mega stolz und fand auch die bemalte Base ziemlich cool. Mit Schulfreunden hatte ich damals regelmäßig D&D, AD&D, Midgard, Rolemaster und noch ein paar weitere Pen-and-Paper-Rollenspiele gesuchtet. Entsprechend gehörten zu meinen ersten Miniaturen viele Charaktermodelle aus meinen Rollenspielrunden. Dieser dynamische und japanische Krieger stellte, glaube ich, meinen Helden aus einer Oriental Adventures Kampagne dar. Dieser Zauberer war dann einer meiner ersten Versuche, Flammen zu malen. Insgesamt sieht der Bursche aus heutiger Sicht aber irgendwie mehr wie Gandalf als Weihnachtsmann aus. Naja, es waren die 80er und immerhin hatte ich mittlerweile eine gute Auswahl an Acrylfarben. Apropos Spezialeffekte malen, diesen Burschen fand ich wegen seiner Ähnlichkeit zu Riff Raff aus der Rocky Horror Picture Show absolut cool. Aber ich hatte keinen Schimmer, wie ich ihn bemalen sollte. Also probierte ich kunterbunt an ihm herum. Weit bin ich zwar nicht gekommen, aber mein erstes Schichten von Farben unter Einsatz von Sepia-Tinte als Wash in den Haaren hatte ich immerhin an der Figur getestet. Die Bemaltechnik schlechthin war damals aber Trockenbürsten. Und ich war absolut hin und weg von dem plastischen Effekt, wenn man eine graue Figur lediglich weiß trockenbürstete. Und so entstand dieses ikonische 40k-Modell. Nur 2 Farben, mehr sind da nicht drauf. Ähnlich revolutionär war die Entdeckung, dass man Rüstungen von Zinnfiguren auch schwarz bemalen konnte, um die nasse Farbe dann direkt mit einem Küchentuch wieder abzuwischen. Das Ergebnis war ein dunkler Metallton mit schwarzen Schatten in den Vertiefungen. Ja, so war das damals, bevor wie heute Washes und Ölfarben allgemein bekannt waren. Für diesen kleinen Dude hatte ich übrigens Flammen auf die Base modelliert und ihn durch ein Drahtstück quasi schwebend darüber gesetzt. Rückblickend ist es echt cool zu sehen, wie unglaublich kreativ man im Hobby schon vor knapp 40 Jahren war. An Umbauten von Modellen hatte ich mich damals allerdings kaum herangetraut. Außer bei Almuric, dem Modell zu meinem Helden aus einer Rolemaster-Runde. Almuric war ein gläubiger und mutiger Streiter für das Gute, musste aber leider in einem epischen Kampf gegen gefühlte 2 Millionen Skelette einen kritischen Treffer hinnehmen, der ihn das Augenlicht kostete. Fortan war Almuric blind, doch die Rolemaster-Regeln boten einen Skill, mit dem man quasi wie Daredevil seine Umgebung wahrnehmen konnte. Zumindest hatte mein Spielleiter das so ausgelegt. Irgendwann war der Skill dann so hoch entwickelt, dass Almurics Blindheit keine Rolle mehr spielte. Das Modell zeigt ihn natürlich in seinem legendären Gefecht, als er sein Augenlicht verlor und dennoch über die erschlagenen Skelette triumphierte. Zwar hatte ich damals weder Warhammer Fantasy noch Warhammer 40k gespielt, aber natürlich besaß ich ein paar Plastic Space Marines. Und damals konnte man sich noch wunderbar mit Farben an ihnen austoben, bevor wie heute gleich die Internetpolizei kam. Apropos austoben, dieser Genestealer stammt aus der ersten Space Hulk Box von 1989, übrigens dem Jahr, in dem ich Abi machte. Gemeinsam mit einem Freund hatte ich damals sämtliche Genestealer an nur einem Nachmittag bemalt. Einfach schwarz grundiert und dann jeden kunterbunt und immer anders trocken gebürstet. Abschließend noch Lack drauf und fertig. Deutlich mehr Mühe wollte ich mir dann bei den Terminatoren geben, aber mehr als einen hatte ich dann doch nicht geschafft. Dennoch können sich meine frühen Freehands durchaus sehen lassen, oder? Mit diesen 3 Figuren habe ich um 1990 wohl am häufigsten gespielt. Denn in meiner ersten Wohnung hatte ich auch meine allererste Tabletop-Spielplatte gebastelt. Und zwar hatte ich mit einem Freund ein Szenario aus dem damaligen Aliens-Brettspiel von Leading Edge Games in groß nachgebaut.
Denn wer wollte schon mit Pappschildchen spielen, wenn man die Genestealer aus der Space Hulk Box als Aliens hatte? Wir hatten dazu dann die Grundregeln um einige Hausregeln ergänzt, um zum Beispiel eigene Charaktere zu erschaffen und quasi eine Kampagne spielen zu können. Die Mission war dabei immer gleich. Dort ging's gemeinsam mit allen Spielfiguren los und dort musste man raus. Pro Spieler tauchte dann jede Runde ein Alien nach dem Zeile- und Spalte-Prinzip auf. Da sich die Viecher nach ihrem Auftauchen immer um ein Feld bewegen und auch ansonsten blitzschnell rennen konnten, war kein Held nirgends 100%ig sicher. Ein total simples, aber ungemein packendes Spielprinzip damals. Und ja, meine Helden hatte ich nach den Peanuts benannt. Ich hoffe, euch hat die kleine Zeitreise gefallen und ich kann jedem von euch nur den Tipp geben, ein paar eurer alten oder besonderen Modelle irgendwo gut zu verstecken. Wenn ihr sie dann nach Jahren wiederfindet, ist das einfach unbezahlbare Hobby-Euphorie. Ich hoffe aber, wir sehen uns schon nächsten Freitag. Bis dann.